Hallo ihr Lieben, ihr möchtet etwas stricken, was sehr einfach umzusetzen ist? Dann testet dieses Tuch. Es sieht super aus und ist schnell gemacht, unkompliziert und einfach. Ich habe hier ein wunderschönes Mohair-Garn, es ist sehr dünn, 220 Meter auf 25 Gramm und ein paar Stricknadeln oder eine Rundstricknadel Größe 4,5. Wir fangen an und nehmen 3 Maschen auf. Dieses Tuch wird komplett in Kraus rechts gestrickt. Nach der ersten Reihe stricken wir auch die zweite Reihe, also die Rückreihe, rechte Maschen. In der dritten Reihe, nach der Randmasche, stricke ich aus dem Zwischenfaden zwischen der ersten und zweiten Masche eine zusätzliche Masche heraus. Die vierte Reihe sind wieder nur rechte Maschen ohne Zu- und Abnahmen. Wir nehmen also in jeder zweiten Reihe eine Masche zu, und zwar immer an der gleichen Seite. Die andere Seite ist davon unberührt, wird immer nur gerade hochgestrickt. Die dritte und vierte Reihe so oft wiederholen, bis das Tuch die gewünschte Größe hat, und dann alle Maschen locker abketten. Das zeige ich euch dann weiter hinten im Video. Und ihr könnt auch ein anderes Garn verwenden. Zum Beispiel hätte ich da eine Empfehlung, und zwar 100 Gramm von Brigitte Nummer 3. Und zwar ist das 50 Gramm und 200 Meter Lauflänge mit einer Rundstricknadel 6 mm. Hättet ihr lieber eine schriftliche Anleitung, dann verlinke ich euch die schriftliche Anleitung in der Videobeschreibung. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nacharbeiten. Und hier habt ihr nochmal einige Bilder von meinem Tuch. So, jetzt sind wir fertig, bis auf ein kleines Stück. Ich hoffe, das reicht für die Abkettreihe. Nun stricken wir noch die Abkettreihe. Entweder könnt ihr 2 Maschen rechts zusammenstricken oder ihr strickt 2 Maschen rechts abheben und zusammenstricken. Da das hier relativ egal ist, weil beide Seiten sowieso gleich aussehen, habe ich mich jetzt für die Methode entschieden. Und zwar 2 Maschen rechts abheben und zusammenstricken. Das heißt, ich hebe erstmal die erste ab und die zweite
rechts abheben. Dann gehe ich da wieder rein in beide Maschen. So, und hole den Faden und ziehe ihn durch und dann erst schiebe ich die Maschen von der Nadel. Ich habe da auch noch ein anderes Video von gemacht, das könnt ihr euch gerne angucken. Das geht da nur um diese Abnehmen-Methode. Hier muss ich den Faden ein bisschen länger lassen. Hier seht ihr schon mal die Kante. Sieht schon mal ganz gut aus, aber der Faden muss etwas länger sein.